Heute bei den Lately News wurde ein Papagei in Zweibrücken mit 43 km/h von der Polizei in einer 30er-Zone geblitzt. Und das nicht zum ersten Mal, denn Zweibrücken dient seit Jahren aufgrund des milden Klimas mehreren Papageifamilien als Zuhause. Dementsprechend fiel es der Polizei nicht schwer, den Raser einzufangen. Jedoch verweigerte der Papagei die Aussage trotz eines stundenlangen Verhörs und verlangte die ganze Zeit nur seinen Anwalt, der anscheinend heißt. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere draußen sind nur Fake News. Und natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt durch unzählige Gags von Phipps Asmussen, die ich geschrieben habe. Aber waren wir nicht alle mal jung und wollten uns an der Welt mit Phipps Asmussen rächen? Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Einer der beliebtesten Streiche in Berlin ist es immer noch, Klingelstreiche zu spielen. Gerne in Künstlergegenden, wo man, wenn in der Gegensprechanlage gefragt wird, wer man denn ist, reinruft, Polizei, Drogenrazzia, und man dann in dem ganzen Haus die Klospülung hören kann. Aus genau demselben Grund rannte auch ein Mann in Berlin-Steglitz zur Toilette, als er mehrere Polizeiwagen aus seiner Wohnung in der ersten Etage sah, die auf sein Haus zufuhren, um dort seine illegalen Drogen zu vernichten. Nur 2 Kilo Kokain und 16.000 Ecstasy-Pillen in der Toilette zu entsorgen, ist gar nicht so einfach. Also warf er die restlichen Drogen aus dem Toilettenfenster. Leider war das Toilettenfenster nur auf der Seite der Eingangstür des Hauses und so fielen die Drogen vor die Füße der Beamten, die unten gerade klingelten. Immerhin sprang der Mann danach auch noch selber aus dem Fenster, rollte sich dabei aber direkt auf die Rückbank des Streifenwagens ab, weil ein Beamter geistesgegenwärtig die Autotür schnell öffnete. Dafür gab es eine 9,9 von den anwesenden Punkterichtern und 3 Jahre vom Haftrichter. Währenddessen in Stehlen. Schmuggel ist auch in Berlin ein großes Problem. Gerade in Nähe zu Polen lässt das Schmuggelgeschäft hier geradezu aufblühen. Zwar entdeckt der Zoll immer wieder einige Laster, die voll mit Schmuggelgut sind, aber die Drahtzieher dahinter bleiben meistens unentdeckt. Und ich denke, jeder weiß mittlerweile, was da aus Polen so geschmuggelt wird. Genau, polnische Fußballnationalspieler, die urplötzlich nach nur wenigen Monaten Verhandlungen bei Hertha BSC auftauchen oder für Union Berlin in der ersten Bundesliga spielen. Achso, außerdem werden verdammt viele Drogen aus Polen nach Berlin gebracht, aber da hat der Zoll schon lange aufgegeben und widmet sich nun wichtigeren Dingen wie der Bekämpfung vom illegalen Schmuggel polnischer Comedians nach Deutschland. Ganz anders ist da der Zoll am deutsch-niederländischen Grenzübergang in Stehlen drauf und so hat dieser einen 78-jährigen Mann festgenommen. Der Rentner hatte im Fußraum seines Autos versucht, Kokain im Gegenwert von 174.000 € nach Deutschland zu schmuggeln. Ein 78-Jähriger, der Kokain schmuggeln muss, zeigt nur ein weiteres Mal, dass immer mehr Rentner von der Altersarmut betroffen sind. Oder einfach nur gerne koksen. Derweil in Kiew. Im Leben ist es unheimlich wichtig, einen besten Freund zu haben. Und bei mir ist das, wie vermutlich bei so vielen anderen da draußen auch, mein Staubsauger. Egal was für einen Dreck ich mache, er saugt das alles anstandslos weg. Ganz im Gegenteil zu meinem Roomba, der sich für die normale Hausarbeit schon lange zu fein ist und lieber auf der Couch thront, um sich eine weitere Folge von Gute Staubbeutel, Schlechte Staubbeutel anzugucken. Nur ab und zu, da muss ich meinem Staubsauger eine neue Lunge geben, also einen neuen Staubsaugerbeutel, aber natürlich nur die teuren, die sich zufälligerweise auf die billigen Beutel von Aldi sind genauso gut, aber kosten nur die Hälfte wie die von Schwirl reimt. Und weil Staubsaugerbeutel das nächste Klopapier sind, wird damit sogar schon heute rege geschmuggelt. So war es nicht verwunderlich, als der Zoll in Kiew einen Schaffner festnahm, der versuchte, Staubsaugerbeutel
im Wert von 50.000 Euro aus der Ukraine nach Deutschland zu schmuggeln. Dem Schaffner drohen nun bis zu 5 Jahre Staubsaugen in den Zügen der ukrainischen Bahn. Noch zum Abschluss: Das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Baumeister-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Baumeister-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich bin ja ein bekannter Baumeister, ganz wie mein Vorbild. Und ich denke, jeder kennt diesen Baumeister Bob, nämlich Bob Ross, der Baumeister. Von ihm habe ich gelernt, dass es eben beim Baumeistern nicht um Architektur, Statik oder das ganze andere Gedöns geht, sondern darum, mit einfachen Mitteln aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Sicherlich stand mein Werk am BR dabei nicht immer unter dem besten Stern. Das lag aber nur daran, dass nie die Wandgemälde in der Eingangshalle gezeigt wurden. Alleine wie flauschig die Wolken aussahen, hätte mein anderes Bob-Idol wirklich glücklich gemacht. Und ich meine natürlich den bekanntesten Baumeister Bob, nämlich Bob Dylan, der Baumeister. Leider gab es in meiner Kindheit nie eine Sendung, bei der eine Figur ein erfolgreicher Baumeister war, sondern es gab damals nur das Baumeister-Magazin, bei dem ich aber leider feststellen musste, dass es keinen meiner Bobs kannte. Deshalb sei gewarnt, Baumeister-Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter der Beobachtung meines Bau-Azubis Bob der Baumeister. Keine Ahnung, was der so beruflich macht, bestimmt was in der IT. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.